Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Bist du bereit, dein Deutsch zu üben und flüssiger zu werden? Lass uns anfangen. Hallo Tom, wie geht es dir heute? Hallo Emma, mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es auch gut. Heute möchte ich über unseren letzten Campingausflug sprechen. Erinnerst du dich daran? Ja, ich erinnere mich. Wir sind letzten Monat am Greenlake campen gegangen, oder? Genau. Es war ein toller Ausflug. Ich habe viele schöne Erinnerungen von diesem Wochenende. Ich auch. Ich habe die frische Luft, die schöne Landschaft und die Zeit, die wir zusammen verbracht haben, genossen. Worüber möchtest du zuerst sprechen? Ich möchte über den Ort sprechen. Der Greenlake ist so schön. Das Wasser war klar und blau und die Bäume waren grün. Da stimme ich dir zu. Der See war sehr ruhig und die Berge darum herum waren atemberaubend. Ich liebte die Aussicht von unserem Campingplatz. Ja, unser Platz war perfekt. Wir haben unser Zelt nahe am Wasser aufgeschlagen. Ich erinnere mich, dass ich am Morgen aufgewacht bin und den Sonnenaufgang über dem See gesehen habe. Das war ein schöner Anblick. Ich mochte auch den Klang der Vögel und die sanfte Brise. Es war sehr friedlich. Lass uns jetzt über die Aktivitäten sprechen, die wir gemacht haben. Am ersten Tag sind wir wandern gegangen. Erinnerst du dich an den Weg, den wir genommen haben? Ja, wir sind einen langen Weg hinauf zum Hügel gewandert. Er war ein bisschen steil, aber die Aussicht von oben war es wert. Ich war so glücklich, als wir oben angekommen sind. Wir haben viele Bilder gemacht und dort ein kleines Picknick genossen. Das Picknick war großartig. Ich mochte die Sandwiches und das Obst, das du mitgebracht hast. Essen in der Natur schmeckt einfach besser. Da stimme ich zu. Nach der Wanderung haben wir etwas Zeit am See verbracht. Wir haben sogar versucht, Steine über das Wasser zu hüpfen. Das hat Spaß gemacht. Ich erinnere mich, dass ich es geschafft habe, einen Stein dreimal hüpfen zu lassen. Das fühlte sich wie ein kleiner Sieg an. Ja, und ich habe es viele Male versucht, bis ich es endlich richtig gemacht habe. Es war ein einfaches Spiel, aber es hat mich zum Lächeln gebracht. Am Abend haben wir das Abendessen über dem Lagerfeuer gekocht. Ich liebte den Geruch des Essens, das in der freien Luft gekocht wurde. Das Kochen über einem Lagerfeuer ist ganz anders als das Kochen zu Hause. Ich habe es genossen, das Gemüse zu grillen und die Suppe zu erwärmen. Und wir haben S'mores zum Nachtisch gemacht. Die Marshmallows waren so weich und süß. Ich glaube, S'mores sind mein Lieblingssnack beim Campen. Sie sind einfach zuzubereiten und sehr lecker. Nach dem Abendessen saßen wir am Feuer und haben geredet. Ich fand es toll, dass wir die Sterne so klar sehen konnten. Der Nachthimmel war fantastisch. Ich habe viele Sterne gesehen und sogar eine Sternschnuppe. Das war ein magischer Moment. Ich fühlte mich sehr entspannt und glücklich, am Feuer mit dir zu sitzen. Ich möchte auch über die Herausforderungen sprechen, die wir hatten. Erinnerst du dich an den Regen am zweiten Tag? Ja, es hat am Morgen ein wenig geregnet. Zuerst hatte ich Angst, dass unser Campingausflug ruiniert wäre. Mir ging es genauso, aber wir haben beschlossen, ruhig zu bleiben und den Regen zu genießen. Wir haben im Zelt ein Buch gelesen und Spiele gespielt. Ich denke, der Regen hat den Wald noch schöner gemacht. Die Bäume waren sehr grün und die Luft war frisch. Das stimmt. Manchmal können Herausforderungen einen Ausflug interessanter machen. Ich habe gelernt, dass es wichtig ist, flexibel zu sein, wenn man campt. Nicht alles läuft nach Plan,
und das ist in Ordnung. Da stimme ich zu. Insgesamt war unser Campingausflug eine großartige Erfahrung. Ich hatte so viel Spaß und habe neue Dinge gelernt. Ja, ich würde gerne wieder campen gehen. Vielleicht können wir bald einen weiteren Ausflug planen. Das ist eine gute Idee. Wir können einen anderen Ort besuchen oder zum Green Lake zurückkehren. Mir gefallen beide Ideen. Der Green Lake ist schön, aber es gibt viele andere Parks zu erkunden. Beim nächsten Mal können wir neue Aktivitäten wie Angeln oder Kanufahren ausprobieren. Das klingt spannend. Ich habe noch nie zuvor geangelt, aber ich würde gerne lernen. Und ich würde gerne Kanu fahren. Auf dem See zu paddeln muss ein tolles Erlebnis sein. Ja, es ist gut, neue Dinge beim Campen auszuprobieren. Jede Reise kann anders und voller neuer Abenteuer sein. Ich möchte dich auch an die schönen Erinnerungen erinnern, die wir gemacht haben. Erinnerst du dich an die lustigen Momente? Ja, ich erinnere mich, als du versehentlich dein Sandwich ins Gras fallen ließest. Wir mussten beide so lachen. Das war ein lustiger Moment, aber es hat den Ausflug noch unterhaltsamer gemacht. Ich erinnere mich auch daran, dass wir auf dem Weg ein paar Minuten lang verloren waren. Ich war zuerst ein bisschen besorgt, aber dann haben wir unseren Weg zurückgefunden. Es war ein Abenteuer. Jeder Campingausflug hat seine Höhen und Tiefen, aber das macht ihn unvergesslich. Da stimme ich zu. Ich werde die Erinnerungen an unseren letzten Campingausflug immer schätzen. Tom, denkst du, dass du in Zukunft wieder campen gehen wirst? Ja, Emma, ich möchte auf jeden Fall wieder campen gehen. Ich habe die frische Luft, die Natur und die Zeit, die wir zusammen verbracht haben, genossen. Das ist schön zu hören. Vielleicht können wir beim nächsten Mal einen Ausflug mit mehr Freunden planen. Ich finde diese Idee gut. Campen mit Freunden kann noch mehr Spaß machen. Wir können das Kochen teilen, Spiele spielen und neue Wege erkunden. Ja, und wir können unseren Freunden einige der Dinge beibringen, die wir auf unserem letzten Ausflug gelernt haben. Ich freue mich auf die Möglichkeit eines Gruppencamping-Ausflugs. Es wird ein neues Abenteuer. Ich werde anfangen, einige Ideen für unseren nächsten Ausflug zu planen. Wir können einen anderen Park auswählen oder zum Green Lake zurückkehren. Beides ist in Ordnung. Ich liebe den Green Lake, aber ich bin auch neugierig auf andere Orte. Wir können verschiedene Parks recherchieren und sehen, welcher die besten Wege, Seen und Campingplätze hat. Das klingt nach einem spannenden Projekt. Ich freue mich, dass wir diese Erfahrungen teilen und neue Abenteuer gemeinsam planen können. Ja, ich fühle mich sehr glücklich, einen Freund wie dich zu haben, der gerne campt und die Natur erkundet. Ich empfinde genauso, Emma. Unser letzter Campingausflug war nicht nur Spaß, sondern auch eine großartige Möglichkeit, unsere Freundschaft zu stärken. Da stimme ich zu. Zeit in der Natur zu verbringen, macht unser Band noch stärker. Ich freue mich auf unser nächstes Campingabenteuer. Ich auch. Ich werde meine Kamera wieder mitbringen, damit wir viele Bilder machen können. Das ist eine gute Idee. Ich möchte all die schönen Momente festhalten. Und ich werde einige neue Rezepte für das Kochen am Lagerfeuer mitbringen. Ich möchte verschiedene Gerichte ausprobieren. Ich freue mich darauf, neue Lagerfeuergerichte zu probieren. Gemeinsam zu kochen ist einer der besten Teile des Campens. Ja, jeder Moment vom Wandern über das Kochen bis zum Sitzen am Feuer ist besonders. Ich bin sehr glücklich, wenn ich an unseren letzten Ausflug denke. Es war eine perfekte Mischung aus Spaß, Abenteuer und Entspannung.
Ich fühle mich genauso. Ich werde immer den klaren See, den sternenklaren Himmel und unser Lachen in Erinnerung behalten. Tom, hast du noch abschließende Gedanken zu unserem letzten Campingausflug? Ja, Emma. Ich möchte sagen, dass unser Campingausflug eine wunderbare Erfahrung war. Ich habe viel über die Natur gelernt und hatte so viel Spaß mit dir. Ich empfinde genauso. Campen ist eine großartige Möglichkeit, dem Stadtleben zu entfliehen und die einfachen Dinge im Leben zu genießen. Da stimme ich zu. Ich habe auch gelernt, dass wir, selbst wenn Dinge nicht nach Plan verlaufen, immer noch eine gute Zeit haben können, wenn wir positiv bleiben. Das ist eine sehr wichtige Lektion. Ich bin dankbar für unseren Ausflug und all die Erinnerungen, die wir gemacht haben. Ich bin auch dankbar. Danke, dass du mich eingeladen hast, mit dir campen zu gehen. Es war eines der besten Wochenenden, die ich je hatte. Danke, Tom, dass du so ein guter Campingpartner bist. Ich bin froh, dass wir dieses Abenteuer teilen konnten. Ich freue mich auf viele weitere Campingausflüge in der Zukunft. Wir werden weiterhin neue Orte erkunden und neue Dinge ausprobieren. Ja, ich bin gespannt auf unser nächstes Abenteuer. Lass es uns bald planen. Ich stimme zu. Ich werde meinen Kalender überprüfen und wir können ein Wochenende auswählen, um wieder campen zu gehen. Großartig. Ich werde auch einige Nachforschungen über neue Campingplätze anstellen. Vielleicht können wir beim nächsten Mal einen Nationalpark oder ein Gebirgsgebiet ausprobieren. Das klingt nach einer wunderbaren Idee. Ich bin gespannt, neue Orte zu erkunden und weitere schöne Erinnerungen mit dir zu schaffen. Ich auch. Danke nochmals für das heutige Gespräch. Es war schön, an unseren letzten Campingausflug zurückzudenken und über unsere Pläne für die Zukunft zu sprechen. Danke, Emma. Ich habe unser Gespräch sehr genossen. Es ist immer gut, über glückliche Momente nachzudenken. Da stimme ich zu. Über unsere Erfahrungen zu sprechen, macht sie noch besonderer. Ja, und es hilft uns auch, neue Abenteuer zu planen. Ich freue mich auf unseren nächsten Campingausflug. Ich weiß, dass er voller Spaß, Lachen und neuer Erfahrungen sein wird. Ich fühle mich genauso. Lass uns in Kontakt bleiben und bald unseren nächsten Ausflug planen. Definitiv. Ich werde dich nächste Woche anrufen und wir können unsere Ideen besprechen. Das ist ein guter Plan. Ich bin gespannt auf die zukünftigen Abenteuer, die wir teilen werden. Ich auch, Emma. Danke für heute. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag. Danke, Tom. Ich wünsche dir auch einen großartigen Tag. Bis bald. Bis bald, Emma. Großartige Arbeit. Möchtest du dein Deutsch üben und fließiger werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungen, damit du keine unserer kostenlosen Gesprächsrunden verpasst. Bis zum nächsten Video.